Alles, was du brauchst, ist der Zugang zu einer Nähmaschine. Und ich habe zufällig eine zu Hause. Du kannst gerne vorbeikommen und sie jederzeit benutzen. Oh ja, benutzt meine Nähmaschine, Mike. Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Butch Bob, Butch Bob, Butch Bob, Butch Bob, Stardew Valley, Stardew Valley. Mit der Macintosh. Hallo und herzlich willkommen zu Butch Bob 42 und der Macintosh spielen Stardew Valley. Mein Name ist Bob. Ich bin Butch. Ja, und ich bin der besagte Macintosh. Ja, nice. Oh, Leute, die Geister sind heute sehr glücklich. Na, besser ist das. Denn wir wollen heute nochmal... Was wollen wir heute nochmal machen? Wir so wollen richtig abschädeln. Richtig abschädeln. Heute wird richtig abgeschädelt. Dreimal weinen ist bei mir gut. Ich werde gerade vor der Tür von Clint vollgequatscht. Das kann schon mal passieren. Hi, guten Morgen. Ich habe bemerkt, dass du ein paar Steine aufgeschlagen und Erze gefunden hast. Das ist gut. Ah ja, die Scheiße. Wenn du das meiste aus deinen gefundenen Erzen holen willst, brauchst du einen Schmelzofen. Zufälligerweise habe ich auch ein extra Set Blaupausen herumliegen. Hier, du kannst sie haben. Danke. Und jetzt geh weg, bitte. Ich muss abschädeln. Herstellung eines Schmelzofens. Mit dem Schmelzofen kannst du Metallbarren schmelzen. Diese Barren können für die Herstellung, Konstruktion und für Werkzeugverbesserung genutzt werden. Danke, dass du mir das sagst. Und jetzt geh, bitte. Ist doch voll nett. Wenn du ein paar Kupferbarren geschmolzen hast, kannst du dir überlegen, ob ich eins deiner Werkzeuge verbessern soll. Das erleichtert dir deine Arbeit ungemein. Ich will alle verbessert haben und nicht nur Kupfer. Und jetzt geh! Nun denn, ich gehe nach Hause. Mach's gut. Ja, mach's besser, aber schnell und weg. So, und jetzt der hört aber auch nicht auf, dich voll zu quatschen. Ja, er hört auch nicht auf. Oh, der Pferdestall steht näher an meinem Haus dran. Wart ihr das? Wenn dann Bob. Nee. Hier sind auch noch Sachen zum Ernten für dich, Mike. Ja, ich komme angereitet. Gereitetet. Gereitet. So, und ich hatte jetzt noch... Ja. Hi, Bob. Hallo. Ach ja, hier kommt das Zeug rein. So. Oh, geil, Erdbeeren. Knapp eine Stunde haben wir jetzt noch. Erdbeeren. Apropos Erdbeeren. Also jetzt, wenn die Folge raus ist, also wenn die letzte Folge schon raus ist, oder wenn diese Folge hier veröffentlicht wird, dann freue ich mich schon darüber, dass die Folge davor veröffentlicht wurde. Weil ich kann dir gerade nicht mehr folgen. Ja, ich finde einfach, also das Intro von der letzten Folge, also nicht von dieser, sondern von der davor, finde ich großartig. Okay. Wie findest du das? Großartig. Großartig finde ich. Das ist doch schön. Das ist Weil ich habe einfach alle deine Erdbeeren-Momente aneinander gereiht. Ich hab mir gewünscht, dass du das tust. Sehr gut. Nicht schlecht. Achso, wir müssen. Ja, wir müssen jetzt langsam mal los hier, ne? So, ja, wir müssen. Kinders. Sekunde. Ich habe zumindest einen Teil von diesen uralten Beeren gedingstert. Und Erdbeeren. Das muss ich dann fertig machen, wenn wir zurück sind vom Schädeln. Ja, ist ja kein Problem. Ja. Ich habe mal 218 Pilze mitgenommen, ne? Pilze. Ich hab mir noch Lachsbeeren mitgenommen. Ich habe gar nichts mitgenommen. Ich bin dumm. Ich hol mir noch schnell ein paar. Ach nein, wieso? Nein. Ich kann dir auch einfach ein paar Pilze abgeben. Ich lasse es drauf ankommen. Wo müssen wir eigentlich hin? Zum Biberboot? Zum Bus. Zum Bus. Zum Bus. Zum Bus. Wir fahren ja in die Wüste. Gut, dann nehme ich mir hier sind ein paar Lachsbeeren, die ernte ich schnell ab. Die auf jeden Fall mitnehmen. Gib mir them! Shit! So, putz mir die Rücklichter. Oh, tschüss. Warte. Tschu. Ich will mit in den Bus, ja? Achso, wo wir gerade auf Reisen gehen. Wie war denn euer Sommer? Bisher. Warm, Alter. Ey, ist der Sommer warm. Oh, was? Alter, Ebene 1 ist einfach direkt eine Monsterebene, oder was? Hass! Komm mal rein. Was zum Teufel? Ich bin noch... Alter. Ja, du bist jetzt da, wo die ganzen Drachen schon weg sind, aber Alter, was ist das für ein Schmutz? Yeah, Iridiumbarren bekommen. Alter, heute haben wir anscheinend Glück. Oben links. Noch ein Iridiumbarren. Das sieht gut aus für deine Werkzeuge, Mike. Ja. Das freut mich hart. Und ich habe nichts dafür getan, weil ich den Weg nicht finde.
Ah, jetzt, ich glaube, ich hab's. Ah, jetzt, ja. Eine Schädelmine. Insel. Let me go Jetzt- in here. Jetzt ich kann seh richtig euch. abgeschädelt werden. Ich Alter, will gab mitschädeln. richtig nice. Gab Da unten richtig ist noch nice was zum Loot, Abschädeln. ne? Let me swing my sword. Ich war Hier, diesmal ich mach übrigens den auch so Bruder. klug Mit dem Erz noch dazu. und hab Bomben mitgenommen, ne? Geil. Geil. Geiler Scheiß. Der Scheiß Hier, ist hier geil. ist, Dann machen wir hier, hier einfach hier ist eine alles Leiter. kaputt. We destroy everything. Oh, Gold. Aber ist hübsch. Ihr seid wahrscheinlich da. Ja, okay, alles klar. Eine Etage deeper. Ja, selbstverständlich. Ja, ansonsten, wie war der Sommer? Keine Ahnung, warm. Ich bin, oh, hier oben Leiter, oben Mitte so. Komm, Ja, ich Ähm. hab hier gerade noch ein... Hä, ich kann da... Hier ist irgendwie ein Loch oder so. Ich kann da nicht dran Ja, vorbei, aber... spring rein. Hier, Leiter. in Löcher immer reinspringen. Ja. Geht nicht. What? Es ist ja kein Also Loch Löcher mit im einer Boden, Leiter. meine ich. Es ist kein Loch mit einer Leiter. Es ist... Oh, scheiße, ein Drache. Nee, einfach nur ein Loch. Ah. Ja, aber konnte ich nichts machen. Ich kann da nur nicht dran vorbeigehen. Komisch. Oh, okay. Ja, ist schon sind hier, merkwürdig. jetzt sind hier voll... Kohle. Ich gehe noch einen tiefer. Hallo. Ah, hier seid Hallo. ihr. Ich habe hier eine Mumie. Ich müsste die Willkommen mal auf Ebene 4. entwickeln und mein Vorsicht. mein Health Abstand. ist quasi... Bam, Junge, da ist ein Loch. Loch. Rein da. Ach, das sind die Löcher. Okay, was ist hier Ja. mit der 6 Tasche? Ebenen, Alter. 6 Ebenen. Wuhu. Ist ja nice. Und immer schön auf die Health-Anzeige achten, ne? Zwischendurch ein bisschen was essen. Ja, ich hab's gerade gesehen und gemacht. Ich bin 6 Ebenen runtergefallen. So, warte, Guck, wie Butch, auch. ich spreng hier gleich wieder. Ja, mach mal. Na, bloß, dass die Steine dann nicht zerstören muss. Bam. Das ist aber sehr aufmerksam von dir. Ja, der Sommer war sehr warm. Ich war ja dieses Jahr mal wieder im Urlaub. Und das war so ein richtiger... Ich meine, ich Warst bin doch nach letztes Jahr auch im Griechenland Urlaub. geflogen. Ich bin nach Griechenland geflogen. Und ich habe mir dieses Jahr mal gedacht... Vorsicht. Au. Oh, Leiter. Ja, er hat doch gesagt, Vorsicht. Ja, ich Oh, gleich noch eine Leiter. bin einfach nicht so schnell wie ihr. Und Ah, sie daher... will Kaffee trinken. Aha. Jedenfalls habe ich dieses Jahr fast den kompletten Urlaub am Pool verbracht. Und ich Geil. hatte zwischendurch immer wieder so, dass ich war ja am Meer, weißt du? Und ich habe mir zwischendurch immer wieder gedacht, ja, man müsste ja jetzt eigentlich auch mal ans Meer gehen. Und eigentlich, warum fliegt man denn nach Griechenland, wenn man da nicht am Meer ist und so weiter? Ganz Und dann einfach, hab ich mir weil aber die irgendwann Scheiße an der gedacht- Haut brennt. Ich habe mir dann aber irgendwann gedacht, Ah. ist mir völlig egal, was andere jetzt davon halten würden, Ah, ja. wie ich meinen Urlaub verbringe, weißt du? Ich mache das jetzt einfach mal so, wie ich das will. Ja, Und richtig. wo ich auch bin und was ich auch mache, geht doch nur mich was an. Auf jeden Und Fall. dadurch habe ich erstmal so richtig Urlaub im Kopf bekommen. Ihr wollt mir ständig was geben und immer wenn ich auf Nee, Ja das klicke, das wird ist, die wenn du Anfrage da- abgebrochen. Nee, wenn du dazwischen rennst, dann, Ah, dann okay. kommt nicht dieses Essen, sondern willst du dem Spieler das geben. Ja. Ah, okay. So. Ah, ein Drache. Ah, Mine verlassen. Was machst du? Warum? Also- Mein Leben ist, ich habe nur noch 23 Leben. Aber Das deswegen ist ja Essen. relativ wenig. Ja. Ich habe einfach komplett versäumt, dass das voll die krasse Mine ist und dass ich voll viel Zeug brauche. Aber Leiter. wisst ihr was? Ich bin, Ah. da ich sowieso schon so gut wie tot bin, fahre ich einfach schnell zurück und mache Farmarbeit. Ja, Sehr der gern. macht das doch. Und ihr tut Wir, da wir schädeln Dinge. hier noch ab. Ihr schädelt. Wir schädeln erstmal richtig. Alter, wie Fürs viele nächste Diamanten Mal ziehen wir hier werd denn ich gerade? dann richtig viel Zeug und so haben. Hoffe ich. Richtig gutes Zeug. Ja, Oh, Deichkind haben ein neues Lied rausgebracht. Wo ich gerade an richtig gutes Zeug denken muss. Deichkind haben ein neues Lied rausgebracht. Kann ich nur empfehlen, kommt auf die Uwe und Mike-Liste. Was ist die Google- und Mike-Liste? Ja, eine neue Playlist. Wir erstellen jetzt eine Playlist. okay. Nein, machen wir nicht. Nee. Hops. Ansonsten Sommer. Oh, hier ist eine Leiter, hier links. Komme! Sommer, ich war wieder voll ehrenamtlich und so im Ferienlager. Uhu. Also Geil als und so. Betreuer. Oh, Vorsicht, Sprengung. Ah. Muss erst mal hinkommen. Ah, Ah. Leiter. War halt natürlich warm.
Ja. Überraschung. Oh, Dinos. Cool. Aber ansonsten ganz cool. Ich hatte mit einem Kind eine kleine Eskalation, könnte man fast sagen. Vorsicht, jetzt wird es strafrechtlich relevant. So richtig mit Nee, Anlauf in die Fresse getreten. Nein. Natürlich pädagogisch korrekt und alles. Oh shit, Butch. Ah. Ich muss erstmal noch was futtern. Nee, war halt so ein Kind, was irgendwie ständig gestört hat und rumgelabert und dazwischen Weiter. geredet und so. Halt so, auch so völlig respektlos und so und alles. Oh, toll. Aber noch in einem Rahmen, wo man es immer noch eindämmen konnte, aber einen Okay. Abend, da hat es mir dann halt irgendwann gereicht. Also da musst du dir vorstellen, so jeden Abend sitzen wir mit der jeweiligen Gruppe an Kindern nochmal so zusammen und machen sogenannte Feedback-Runde, wo Ja. halt jeder so vom Tag erzählt, so was hat ihm gefallen, was hat ihm nicht gefallen und so. Einfach, dass die nochmal so, ne? Und er labert halt bei allen dazwischen. Oh, ja, das kenne ich. Also wirklich kann er halt einfach den Mund nicht halten. Und da reagiere ich ja so schon allergisch drauf. Und dann musste ich ihn schon so oft ermahnen und irgendwann hat es mir dann gereicht. Dann habe ich gesagt, ey, Hendrik Torben, also so hieß er nicht, aber so jetzt vor die Tür, draußen die Türklinke runterdrücken und festhalten. Einfach, dass ich auch kontrollieren kann, dass du da bist. Lass mich raten, er hat immer wieder den Kopf reingesteckt und trotzdem dazwischen geredet. Nee. Erstmal ist Alter, er was? raus und hat sich hingesetzt draußen, hat die Türklinke natürlich nicht festgehalten so. Und also dieses Ganze mit dem Türklinke festhalten ist ja eigentlich auch nur eine Methode. Ich muss ja sicher gehen, dass er Dass er noch nicht da weggeht, ist. sozusagen. Ja, ja. Genau. ja. Und dann bin ich rausgegangen, habe ich gesagt, ich habe gesagt, festhalten. Oh, so. Ne, also dann natürlich auch gleich so ein bisschen pumpig gekommen, was ich dann auch nicht so mag. Zwei Truhen hier auf einmal? Ja, Mann, Also das ist voll hintereinander? krass, oder? Ist ja witzig. Wir haben halt echt viel Glück. Wir haben richtig viel Glück, Alter. Ich habe so viel Iridium-Erz schon eingesammelt. Ja, geil. Ja, und jedenfalls dann irgendwann, ne, wir machen halt diese Feedback-Runde weiter und auf einmal geht die Türklinke wieder hoch. Und ich so, ey, was ist denn jetzt hier los, ne? Dann, ich hatte noch eine Gruppenhelferin, also eine Hilfsbetreuerin quasi dabei. Hab ich gesagt, ja, geh mal bitte gucken. Und dann ist sie halt hin, so, ja, was ist denn los? Du sollst eigentlich hier so, ja, mein Arm tut weh. Und sie dann so, ja, dann benutzt halt den anderen Arm. So, also, ist ja auch eine Option. So. Also, wo ich mir denke, das kann es ja jetzt wohl nicht sein, dass das ne, von so irgendwie mal 2-3 Minuten irgendwas festhalten, tut der Arm weh. Also, weiß ich nicht. Oder falsche Haltung oder keine Ahnung, Leiter. So, dann, ne, wir machen unsere Feedback-Runde so zu Ende und alles und wollen dann rausgehen und dann hält dieses Kind die Tür von außen zu. Oh, was? Und ich dachte mir so, ey, was ist denn jetzt hier kaputt? Und da ist mir dann einfach der Geduldsfaden dann irgendwann doch mal gerissen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und habe ich ihn dann so ein bisschen zusammengefaltet und naja, er ist dann natürlich so, ne, auch auf Konfrontation, dann, ja, dann schickt mich halt doch nach Hause und bla bla. Und das war irgendwie der vorletzte Abend oder so. Habe ich gesagt, Hättest nee, du Mann, wohl gern. den Gefallen tue ich dir nicht. Und so, ne? Und dann, keine Ahnung, hat er irgendwie. Ich weiß gar nicht. Oh shit, oh, ich falle um. Ich fall um. Das ist ungünstig. Aber sehr ungünstig. Ja, Er wurde ich hoffe, bewusstlos ich habe jetzt nicht das geschlagen. Iridium verloren. Ja, ich habe überhaupt nicht auf die HP geguckt. Ah, shit. Na gut. Dann schaffe ich Dabei warst du noch derjenige, der uns doch gesagt hat. Ja. Nein, in erster Linie Ah, mir. gut, ich habe nur Golderz und Weißalge verloren, das ist okay. Ah, okay. Ja, jedenfalls, und dann, ne, wollte ich mit ihm das klären, ne, und ihm erklären, warum, wieso, weshalb und so, und dann hat er die ganze Zeit irgendwie nur in die Ferne geguckt, sag ich mal. Und ich so, yo, Steven, guck mich halt an, wenn ich mit dir rede. Ist halt voll unhöflich. Und so, ne, hat er natürlich nicht gemacht. Ich so, also hab nochmal gesagt, ne, und ein drittes Mal noch. Da hab ich gesagt, okay, und dann warte ich jetzt so lange, bis du mich halt anguckst, dass ich mit dir weiterreden kann. Und ich weiß nicht, ich glaube, er dachte irgendwie, dass er dieses Spiel in Anführungsstrichen gewinnen kann. Und Aber ich dachte nee, mir so, nee, Junge, also das musst du halt, nee, also ich weiß nicht, wir haben dann auch, also für mich hat sich sehr lange natürlich angefühlt, aber war mir auch egal. Haben wir da sehr lang gestanden, bis er dann irgendwann mich dann doch mal angeguckt hat. Und dann konnte ich ihm ganz ruhig erklären, warum ich das gerade gemacht habe und hier und wir hören allen zu und Respekt und bla bla bla. War er natürlich immer noch nicht so wirklich einsichtig. klar. Habe ich auch nicht erwartet, sagen wir es so. War halt dann auch, ja, war halt emotional einfach aufgeladen. So, ne?
Achso, ich bin im Bett. Yes, eingepennt. Und ja, und nächsten Tag dann aber irgendwann, ich weiß gar nicht mehr wann, irgendwann morgens oder so, kam das Kind dann so zu mir und dann so, ja, Bob, ich wollte mich nochmal für gestern Abend entschuldigen und na. Also war auch ehrlich gemeint, bin ich der festen Überzeugung, hat sich ehrlich angehört und dann dachte mir so, ja, ne, habe ich gesagt, ja, cool, finde ich gut, dass du dich da auch entschuldigst und so, ist ja auch kein Ding. Habt ihr auch erklärt, warum, wieso, weshalb und dann, bam, dachte ich mir so, ja, voll pädagogisch richtig alles gemacht. Also glaube ich jedenfalls. Ja, ich denke schon, Ja, dass doch, dass das schon funktioniert hat. Manchmal sind Kinder halt, ja, ich sag jetzt einfach mal ganz salopp, bockig und wollen Ja, auf jeden Fall. irgendwem irgendwas beweisen, aber wenn man sich die Zeit nimmt und denen das ordentlich erklärt, dann irgendwann die dann auch mal zuhören. Jetzt, was will die denn jetzt? Hi Mike, guten Morgen, Emily. Was willst du, Emily? Ah, du hast Stoff eingesammelt. Stoff und Schnaps, Junge, Stoff und Schnaps. Dir scheint Stoff es und gut Schnaps. zu gehen. Die Farm sieht super aus. Ja, ich bin hier nur... Ich habe das alles gar nicht gemacht. Hä, na klar. Also, du bist schon eine Weile hier und ich bin sicher, dass du inzwischen etwas Stoff hergestellt hast, richtig? Ich werde dir nix verkaufen. Geh weg. Ich bin kein Dealer. Nun, wusstest du, dass du mit Stoff alle Arten von Kleidung anfertigen kannst? Alles, was du brauchst, ist der Zugang zu einer Nähmaschine. Und ich habe zufällig eine zu Hause. Du kannst gerne vorbeikommen und sie jederzeit benutzen. Sie Oh ja. oder dich. Benutzt meine Nähmaschine, Mike. Um mit dem Schneiderhandwerk zu beginnen, benötigst du ein Stück Stoff und ein zweites Teil. Experimentiere rum und schau, welche einzigartigen Stile es gibt. Also Stoff und Teile gleichzeitig. Oh ja. Ist das nicht eine etwas schlechte Mischung? So. Ich habe hier übrigens einen Iridium-Barren aus dem Lager geholt, mehr oder weniger versehentlich. Und ich habe versucht rauszufinden, in welche Kiste ich das stecken soll. Da, wo das Holz, also eigentlich da, wo das Holz drin ist, aber ich würde sie in die To-Go-Kiste packen, weil wir die ja sowieso zu Clint bringen dann. Und die To-Go-Kiste ist die hier draußen, oder was? Neben der Verkaufskiste Genau. links. Genau. Da ist Da quasi kann's alles so ganz drin, gut was sein. in die Stadt irgendwie muss und so. Das kann immer nur Also- einer gleichzeitig an die Truhe, oder? Ja, Ja. Das stört mich tatsächlich auch ein bisschen immer. Meine Geister sind heute übrigens nochmal voll glücklich. Also ich Ja, ich würde habe auch noch mal eventuell voll sogar Essen mal- bekommen. Ich habe Krabbenkuchen bekommen, ich habe würzigen Aal Geil. bekommen. Ich habe noch richtig Zeug Er hat einen würzigen Aal bekommen. was auch Oh, immer ja. das für ein Name ist. Nee, ich fand, du hast das auch pädagogisch recht gut gemacht. Also das ist ja gerade in solchen Feriencamps, so Ferienlagern, ist das ja nun mal auch so, das muss auch eine gewisse Grenzerfahrung für Kinder sein, so in welchem Sinne auch immer, ob das jetzt besonders anspruchsvoll körperlich ist, weil man so viele Spiele spielt, gerade eben auch im soziologischen Aspekt, weil du so viel mit Kindern, mit anderen Kindern irgendwie zu tun hast, die du ja auch nicht andauernd siehst, so, sondern Ja, auch sich einem in eine ganz Gruppe anderen halt Rahmen. einfügen. Genau. Ne? Und da kommen Kinder halt an ihre Grenzen. Und selbst Kinder, die an sich im normalen Alltag unauffälliger sind, eigentlich keine Probleme haben, kommen in solchen Camps an ihre Grenzen, verändern sich total. Und dann jeden kommen Fall. auch mal solche Situationen zustande wie, ey, ich bock jetzt hier, ich weiß gar nicht warum, aber ich bock jetzt hier alles zusammen und lerne dann einfach mal die Konsequenz dafür kennen. Und es ist ja nichts passiert. So, ne? Es war ja einfach bloß Nee, so, also- ja, du hast jetzt mal eine Konsequenz zu spüren, in dem Sinne, dass du nicht aus dieser Situation rauskommst, ehe ich dich da nicht rauslasse. So. Ja. Ne? Weil du hast Blödsinn gebaut und jetzt musst du das auch aushalten. Du musst dafür jetzt auch mal gerade stehen. Ja, So. das war halt wirklich, also weil ich dachte mir dann auch so, weil du bist ja, irgendwo bist du manchmal so dann in der Situation so, ja, scheiße, was mache ich denn jetzt, wenn Scheiße. das Kind halt gar nichts so, ne? Also Ja. wenn es auf gar nichts reagiert, aber da denke ich mir so, nee, shit, Alter, das muss man einfach durchhalten. Ja, es ist Also wichtig, so mit blöd für mich halt Kindern- dann auch ist, aber ich muss die Geduld halt einfach aufbringen, ansonsten hat der ganze Bums vorher nichts gebracht. Ja, mit Kindern ist es so, du musst es, das muss man sich immer wieder sagen, du musst es länger aushalten als sie. Ja. Und da denke ich mir auch so, also, sorry, aber ich überlege gerade, der muss ja, warte mal, ich hatte die Gruppe zwischen 9 und 11, also irgendwas Ja. von dem muss er gewesen sein. Ja, die kenne ich auch. Und da denke ich mir so, ja, sorry, aber ich kann ja jetzt nicht, also, es wäre ein richtiges Armutszeugnis für mich,
wenn ich nicht länger aushalte als so ein maximal 11-Jähriger. Ja. Also, und da dachte ich mir so, nee, also die Sache wirst du halt auch sowieso nicht gewinnen. Von mir aus hätten wir bis nachts um 3 da stehen können. Also, ja. Ja. so, sorry, aber ich Ja, halt's durch. aber das sind halt Sachen, die sich auch merken. Das sind auch Sachen, die dann effektiv sind. So. Kann Ja, also ich kurz unterbrechen und 2 Fragen stellen? Frage Erzähl 1, mal. wo kommen Trüffel hin? Die werden verkauft. Ach, die werden einfach Ja, verkauft. oder halt zu Öl machen, je nachdem. Ach stimmt, Trüffel, ja, Trüffel zu Öl, natürlich. Okay. Also Ich hab grad irgendwie hat der irgendeine Qualität oder so? Oder ist der einfach. Das ist einfach Trüffel. Ja, dann Trüffelöl draus machen. Immer Trüffel. Da ist im Lager müsste da so eine Ölpresse stehen. Ja, unten ich links. sehe sie. Alter, es ist schon voll spät, es ist ja schon 12:50 Uhr, ey, ich bin noch nicht mal in der... Ich komme jetzt. Also ich bin auf Ebene 2. Okay, ich bin auf dem Weg. Aber ich bringe hier noch ein paar Schleime mal um, weil die Schleime lassen gerne mal ein paar Iridiumbarren fallen. Ja, ja. Das, Ich habe gestern auch noch mal eine Hasenpfote bekommen. Oh, nice. Ja, ja, richtig gut. Ja, ich kann leider nicht mitkommen. Ich habe nichts zu essen. Nee, alles gut. Ja, ich hab 209 Pilze dabei. Also wird dir Toll. da auch was von abgehen. Ja, gut. Aber da seid ihr ich komme beim nächsten Mal mit. Okay. Da habe ich jetzt hier zu ist noch sehr voll viel gepennt. Und hier Ja, sind ein ist paar gut. Fischteiche, die haben Ausrufezeichen. Was bedeutet das? Oh, Das- dann wollen die Fische irgendwas. Genau. Musst mal gucken, was die wollen. Das wird dir dann angezeigt und dann kannst du mal gucken, ob wir das vorrätig haben und dann schmeißt du das einfach da rein. Ah, okay. So simpel. Geil. Also das eine ist Gelee und Okay, das das andere müssen wir haben. ist 10-mal Käferfleisch. Und das dritte Das haben wir auch locker. Ja. Das dritte ist so ein rotes Erz. Das lasse ich mal aus, denke ich. Wahrscheinlich ein Feuerquarz. Den müssen wir auch locker vorrätig haben. Naja, dann gucke ich jetzt mal, weil das ist jetzt während ich das hier tue, lerne ich ja, welche Kiste was beinhaltet. Das ist Ja, gut. sehr bisschen- cool. Bisschen Das hätte ich schlauer. auch. Hätten wir die Fische mal früher gehabt. Dann hätte ich vielleicht auch was gelernt. Ja, oder wäre ich doch dabei gewesen, als ihr das Ordnungssystem. Gut, jetzt muss Ja, ich das erst mal habe ich ja heimlich angelegt. Genau. Also da gab es eine Folge, wo Butch, ich weiß gar nicht, du hast halt Ich bestimmt gemacht, was man in oder so. Stardew Valley macht. Und ich habe einfach den ganzen Tag oder die ganze Folge, glaube ich sogar, habe ich nur eingeordnet. Ja, ich habe davon ja Vorsicht, mal hier nichts erfolgt eine mitbekommen. Sprengung. Wenn ich mache zur Sprengung. Oh, cool. So. Hier gibt es auch Mit nochmal eine Schacht. Sprengung. Schacht. Ein Schacht? Shaft? Habt ihr eine Kiste mit Essen? Also mit fertigen, mit Gelee und sowas? Ich habe in meinem Haus habe ich eine, Achso, wo ist Gelee? Das Gelee ist unten links in dieser einen Kiste, da sind so Tierprodukte drin, so Eier, Honig, so ein Zeug. Unten Ja, so ist da drin. Hoferzeugnisse sind Ach, da drin. da, wo das Ei auf dem... Genau. Aha, gut. Da sind so einmal Hoferzeugnisse drin. Gelee. Und Käferfleisch ist wahrscheinlich da, wo der Flügel dran ist, der Fledermaus. Genau, das Genau. Monster Drop. So, Oh, okay. noch mehr Kohle. Kohle. Ja, den Song habe ich auch jedes Mal im Ohr. Kohle. Kohle sehe. Kohle. Leiter. Ja, sehr gut. Tralala. Rache! Drache? Rache! Rachel. So. Drache? Ach genau, hier Feuer. Queuerfarz. So, jetzt guck ich mal, ja. Oh, ich kann noch eine Ferienlager-Story erzählen. Oh, Ganz jetzt, ohr. Erster Tag, den ich da war, Flunkyball mit den Kindern gespielt, ne? Oh ja. Geil. Oder auch Bierball nennen es manche oder Flunkyball oder wie auch immer. Das machen wir eigentlich fast jedes Jahr, weil Weiter. gerade wenn es so heiß ist, musst du halt die Kinder ja dazu kriegen, ordentlich zu was zu trinken. Ja. Ne? Und da machst du es natürlich in so einem Spiel. Ne? Trinkspiele eignen sich halt dann einfach dafür. Und ey, ohne Witz, ne? Erster Tag, wir spielen das und eins meiner Kinder aus der Gruppe kotzt. Und ich dachte mir so, ey, wir haben das seit Millionen Jahren spielen wir das und er ist die erste Person, die bei diesem Spiel kotzen muss. Und ich dachte mir so, Mann. Und ja, dann, also er war halt aber auch so ein Kind, was halt sehr überambitioniert war, dann bei solchen Leiter. Spielen, also sehr, sehr ehrgeizig.
Hat sie einfach voll in Rage Und- geritten. Ja, er hat halt so schnell das dann getrunken, da war das Kotzen dann anscheinend vorprogrammiert oder weiß ich nicht. Ja, habe ich erstmal Kotze aufgewischt. War auch nett. Geil. Vorsicht! Wenn ich hier tue, was die wollen, dann wächst die Bevölkerung. Alter, oder? das war eine Scherbe! Mois! Dann wächst die Bevölkerung, ja. oder? Achso, ja, genau, dann vermehren die sich. Sehr gut. Dann habe ich das jetzt bei 3 Teichen gemacht. Geil. Ja, ich weiß. Ich hab's halt einfach voll drauf. Nicht. Er hat's einfach drauf. Ey, Er hat Fischen einfach kann er. drauf. Nicht. Ja, deswegen, also das war so meine Summer Leiter. Experience so ein bisschen. Ich mache jetzt noch die Iridium-Schleim hier kaputt. Ich will mehr Mach mal. Iridium. Iridium. Iralium. Iridium. Oh, hier ist auch eine Ich auch Seite. letztens sonst einen dämlichen TikTok-Kanal irgendwie gesehen, wo so Selber gesagt schuld. wurde, hey, wie heißt dieses Wort auf Englisch? Also Flasche. Flasche. Und die hat Genau, einfach bloß Flasche. Englisch ausgesprochen. Ich weiß, das ist so stupider, blöder Humor und es war eigentlich nicht lustig, aber trotzdem hat es mich bekommen. Trotzdem musste ich lachen und ich habe mich geschämt. Flasche. Ja. Ich kann da aber auch, ich habe da auch zum Thema Flasche, ich hatte mal im Kunstunterricht, ist schon eine ganze Weile her, logischerweise, weil Schule ist bei mir schon lange her, da gab es auf jeden Fall im Kunstunterricht, ging es darum, Dinge, zum Beispiel das Bild einer Flasche herzustellen, indem man die Umrandung quasi leicht anzeichnet und das Ding mit dem Wort Flasche füllt. Flasche, 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 Flasche. Ah, geil, so geil, geil, geil. geil. Und Mega da gut. war halt eine bei uns im Kurs, die konnte man ganz leicht ablenken. Und ich habe mich halt daneben gestellt und habe geguckt, was sie da macht. Und hab dann so gesagt, Flasche, Flasche, Flasche. Und sie schreibt immer und irgendwann sage ich so Flansche, Flansche und sie schreibt Flansche, Flansche. Und irgendwann checkt sie das. Das war mit Bleistift, hat sie dann radiert und meinte, Mann, hör auf. Ich sage, Entschuldigung. Und ich dann denk dran, ne, Flasche, Flasche, und sie so Flasche, Flasche, ich so Flausche, Flausche und dann schreibt sie auf immer Flausche. Dann sag ich immer, sie so, geh Alter. weg. Ich sag, ja, okay, Entschuldigung. Mike, du alter Influencer. Oh, Da Leiter. hat aber sogar der Kunstlehrer ein bisschen schmunzeln müssen. Oh, mein Kunstlehrer hat mich gehasst, weil er meinen Bruder vorher gehasst hat. Oh je. Weil dein Bruder ihn gehasst hat. Leiter hier im Süden. Ja, das war echt auf gegenseitigem, Ich wollte eben sagen, dass. das beruht auf Gegenseitigkeit. Die Liebe in diesem Klassenraum, spürt ihr die auch? Ja, es gab eine Situation, wo der Klassenlehrer nach hinten weg über seine eigene Tasche, die am Boden stand, gestolpert ist und hingefallen ist. Oh je. Und alle in der Klasse natürlich so. Und mein Bruder Haha. springt auf und lacht aus vollem Hals. Naja, gut. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Aber Das war so eine Hassliebe zwischen den es- beiden. Ist aber voll gut, dass du Kunstlehrer ansprichst, weil ich wollte tatsächlich, steht sogar auf meinem Themenzettel. Ich toll. wollte nämlich mal so, wir kennen ja alle Bob den Prankster, ne? Ja. Wollte ich mal Prankster Bob. von einem weiteren Prank erzählen. Vielleicht habe ich auch schon von erzählt, aber dann, warum habe ich es dann nochmal aufgeschrieben? Naja, Egal. ich kenn's ja nicht, also. Genau, also dann erzähle ich es nochmal für Mike und für die gerade zugeschaltet haben. Und zwar, meine Kunstlehrerin hatte immer die Angewohnheit, sich so an den Tisch so ranzulehnen. So vorne über oder sich so, ne? Und ein Kumpel und eine Freundin, wir haben ganz Leider. vorne gesessen und wir dachten dann so, ja komm ey, jetzt hier mal richtig Prank machen. Und haben uns einfach ein Stück Kreide vorm Unterricht genommen und haben halt diese Tischkante mit der Kreide angemalt. So. Oh Gott, ey. Und Da hast Sie du die dann halt- Lehrerin markiert. sie hat dann natürlich irgendwie ein schwarzes Oberteil oder so dann auch angehabt oder schwarze Hose, ich weiß gar nicht mehr. Hat sich dann natürlich wie immer dagegen gelehnt. Und danach, also du guckst ja nicht den ganzen Tag irgendwie an dir runter, ne? Und dann ist sie halt den Rest des Tages, immer wenn wir die gesehen haben, ist die halt immer mit diesen weißen Streifen vorne so am Bauch, so am unteren Bauch rumgelaufen. Alter. Das war einfach so lustig. Also, das war so schön. Und ich dachte mir, das ist halt Aber so so eine ein Streiche Streich. sind cool.
Practical ich Jokes, denk- Alter, ohne dass jemand irgendwie verletzt wird oder so Genau, oder jemand dumm genau, gemacht also es- wird. Ah, sowas mag ich. Das haben wir aber auch gesagt, so, ne? Also es ist halt noch vertretbar, weil Kreide kriegst Ja. halt auch so leicht ab, so, ne? Also Deswegen, das ist halt ja. jetzt kein Ding. Das ist jetzt nicht, dass Naja, wir irgendwas nur mit Edding beschmiert haben oder Bei irgendwas. schwarzen Klamotten hast du aber natürlich bei Kreide gerade so ein bisschen Probleme, dass, also so sofort, in der Waschmaschine geht's natürlich weg, aber wenn du das nur verwischt, Weiter. dann wird's halt, Ja, gut. grau. Oh, es ist 2 Uhr. Es ist 2 Uhr. Ja, das schon, aber es ist ja trotzdem kein wirklicher Schaden so jetzt an dem Richtig. Vorteil Schaden, oder ist so es, entstanden. nicht, Schaden so, ne? ist es nicht. Ja, und deswegen, das fanden wir okay. Oh Ja, ist der echt Wein. okay. Ja, Wein haut rein. Also Oh, ich habe klasse. nicht geweint. Nee, aber wir werden jetzt weinen, weil die Folge leider schon wieder zu Ende ist. Oh nein. Ja, Aber es war wenn ihr da nächste Woche mehr sehen wollt, dann gern abonnieren, Glocke und so, Like, kommentieren. Und wenn ihr die Woche nicht abwarten könnt, dann bei der Macintosh vorbeigucken. Ja, Das ist richtig. der nette Herr am anderen Ende der Leitung hier. Denn da kommt jeden Tag eine Folge. Da könnt ihr Richtig. euren Richtig. wie nennt man das? Eure Sucht nach Stardew Valley stillen. Genau, aber es ist, oder natürlich, es bekämpfen. ist natürlich mein Hof. Mein eigener. Sie. Und natürlich, klar, nicht dieses Projekt. Aber Genau. vielleicht trotzdem sehenswert. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Müsst ihr entscheiden. Ja, Gut schaut da Zuschauer. auf jeden Fall mal vorbei. Und nächste Woche schaut dann einfach hier wieder vorbei. Genau. Dann haben wir hoffentlich alles Iridium mal irgendwann zusammen. Ich habe gerade gar keinen Überblick und dann Ich weiß auch nicht, wir müssen noch in den Vulkan. Ne? Oh Müssen ja, wir müssen da noch rein. Also das stimmt. diese und Erbern. andere Sachen dann wahrscheinlich nächste Woche. Erbern. Erdbeeren. Tschüss. Bis Erdbeeren. dann. Tschüss, Erbern.